Ja, die Stimmung auf der Baustelle ist in meinen Augen sehr gut. Ja, sie sind sicher alle motiviert und ich persönlich sage, an jedem ist sicher eine grosse Ehre, mitzuwirken so einem Projekt, ja, so einem 20XX. Der Neubau der Luftseilbahn, Projekt Schilthornbahn 20XX, sieht einen kompletten Ersatz der ganzen Luftseilbahnkette Stechelberg, Mürren, Birg, Schilthorn vor. Also sicher eine grosse Herausforderung ist die ganze Logistik. Das heisst, wie bringen wir das Material, das wir brauchen, für die jeweiligen Sachen zu demontieren, überhaupt auf Mürren. Hier im Beispiel ist der Autokran, der auf Mürren gekommen ist. Hier haben wir jetzt ein Stück weit müssen über die Skipiste fahren, bis wir zu Mürren sind. Auf der Baustelle ist sehr eng. Wir haben die engste Passage, die wir fahren müssen, ist 2,60 Meter und der Kran ist 2,55 Meter. Wir wollten Mürren nicht im Helikopter- und Transportlärm ersticken. So ist die Auflage, dass man Helikoptertransporte nur noch bei uns wahrnehmen und koordinieren darf. Der Standardtransport ist wirklich über die Transportseilbahnen auf einem sanften, ökologischen Weg. Das Grösste in Bezug auf Gewicht ist 8 Tonnen und Abmessungen ist eigentlich 6 Meter Länge, 2,5 Meter Höhe, 2,5 Meter breit. Und natürlich müssen wir auch die Option von Ausnahmelasten haben. Und dort hier haben wir schon alles verrückt hoch. 20 Meter Länge. Es ist ein Häufchen möglich, wenn man wirklich dazu guckt und es gut beobachtet. Ich schlafe in den meisten Fällen gut. Aber sicher ist es hier so, wenn du am Abend 9, 10 ins Bett gehst und du weißt, die Bahn da unten läuft noch, ja, dann ist es nicht immer einfach abzuschalten. Genau. Wir befinden uns hier am Standort der Stützen 1, der steilsten Materialseilbahn weltweit, wo auch die neueste, steilste Pendelbahn mit Personentransport mit 285er Kabinen und Gütertransport zusätzlich mit 2,5 Tonnen Unterlast entsteht. Wir sind hier auf der Meeresflur bei Stützen 1, machen hier die neuen Fundamente für die neue Bahn und bin hier verantwortlich für den Sprengauftrag. Sicher speziell hier bei der Montage, dass halt unter 500 Meter runtergeht, weil die Stütze so über die Flur raus schaut. Das ist nicht gerade alltäglich, auch für uns. Ja, das Wetter hier ist natürlich sehr, sehr wichtiger Faktor. Wenn es trocken ist, geht es uns viel ringer. Wenn es halt ein Schäumchen Schnee hat, das braucht nicht einmal viel, weil es alles glatt und glitschig und halt auch schon sofort gefährlich. Man darf nicht vergessen, dass man in der heutigen Zeit sogar von Rekordzahlen redet, wo Personen auf das Schilthorn raufgehen. Und das bedarf eine ganz klare Personenführung zur Sicherheit aller. Man sieht hier den Start, wo wir nachher Passerellen bauen, damit Besucher, die von Stechelberg kommen, die auf Mürren wollen, dass die nachher den Weg über die Baustelle auf Mürren finden. Währenddem das Passerellen in Betrieb ist, können wir dann unterhalb der Passerelle eigentlich den Aushub machen für die ganze Station, die es dann neu wieder gibt. Es gibt Leute, die mir intern den Namen Mr. Schilthorn gegeben haben oder sagen, das sei ein bisschen mein Baby. Weil, ja, das Baby muss man rund um die Uhr dazu schauen.
Und man muss vor allem auch dann schauen, wenn es schreit. Seit dass die ganzen Arbeiten auf Hochtouren laufen, gibt es eigentlich keinen Tag, wo man nicht mehrmals an diesem Projekt herumhirnt, egal ob man am Arbeiten ist oder in der Freizeit. So besonders ist das für mich erstens, weil ich hier aufgewachsen bin in diesem Dorf. Ich bin in Mürren geboren, bin hier in der Schule, bin hier einheimisch. Habe zu Beginn meiner Seilbahnkarriere für die Schildhornbahn gearbeitet. Das war mein Arbeitgeber. Und so ein Generationenprojekt zu machen, ist einmalig. Das ist ja so. Ja. Darum ist das fast eine Ehre, dass man hierher kommt, dass man das darf. Auf jeden Fall. Wir sind hier auf der Berg und unser Auftrag ist, 2 Kräne zu stellen. Im Moment haben wir optimales Wetter, der Wind ist ein bisschen drin, aber solange er nicht mehr kommt, hilft das mir auch noch ein bisschen. Das ist sicher sehr wichtig. Also, das Ganze funktioniert wirklich nur mit der Zusammenarbeit. Wirklich mit der Bodencrew, mit dem Pilot, mit allen, auch mit den Monteuren vom Kran, wirklich die Vorbereitung, dass das alles passt. Das ist eigentlich das A und O. Ich bin Katrin Blatter, bin Bauführer hier auf dem Berg. Wir bauen hier die neue Station Birkberg. Jetzt sind wir fertig mit dem Aushub. Jetzt fangen die ersten Betonarbeiten an für das Fundament Birkberg. Wir sind momentan noch am Armieren. Heute Abend gibt es den ersten Beton. Die ganzen Bauteile sind hier, die sind eigentlich alle ziemlich in einer gewissen Neigung drin, was es natürlich nicht einfacher macht als gerade Bauteile. Und auch konisch, es tut alles auf, es ist alles schwierig. Es hat auch die Herausforderung, weil Einlageteile von Garaventa drin sind, die eigentlich ziemlich genau eingemessen werden müssen, auch vom Geometer. Und Genauigkeit ja, ist einfach ein sehr wichtiger Punkt in diesem Teil. Ja. Der längste Abschnitt kommt hier an, von der Stütze Nummer 3, die hier Kilometer 2 weiter unten ist. Ob Mürren bis hierher ist eine lange Strecke und demzufolge kommen hier auch die grössten Kräfte an, auf diesen Wänden, die ich jetzt heute besuchen kann, für die Armierung genau anzuschauen. Ich glaube, jetzt in 40 Jahren noch nie so einen anspruchsvollen Bauteil gehabt wie die Wand. Da reden wir nicht von 100 Tonnen oder so, sondern das sind nur als Grössenordnung 1000 Tonnen Kraft, die hier ankommen aus dem Seilzug. Das sind enorme Kräfte, die hier wirken auf die Bauteile. Ich glaube, dort, wo einem die Baustelle am meisten einfährt, ist im Moment ganz sicher auf dem Schildhorn. Wenn ich jetzt in den letzten Jahren bei uns Baustellenführungen gemacht habe, habe ich dort immer gesagt, hier wird wirklich eine Operation am offenen Herz vollzogen. Und ich glaube, dort ist es so ganz offensichtlich, wenn man sieht, wie das Dreirestaurant eigentlich zur Hälfte in der Luft schwebt und wie dort die Infrastruktur eigentlich freigelegt wurde. Das ist ganz ein markanter Eingriff. Das Ziel von der ganzen Konstruktion, die wir hier sehen, dass wir den ganz langen roten Stahlträger, 2 Turm, das war eigentlich, was wir das Satteljoch für das bestehende Seilband empfangen können, dass sie die neue renovieren können, oder eigentlich eine neue bauen. Die arbeiten im Moment auch an Piz Gloria. Die Herausforderungen daran waren eigentlich, dass man den Bestand hat und man ja eigentlich jetzt eine Stahlkonstruktion in den Bestand oder an den Bestand her muss tun, wo aber gleichzeitig mit dem Neubau nicht im Weg sein. Und die andere Problematik war auch noch, dass das alles im vollen Betrieb ist. Also die Bahn die fährt weiterhin. Und dass man natürlich x verschiedene Firmen hier auf dem Platz hat, die da natürlich ihre eigenen Sachen auch noch platzieren wollen. Das war das Hauptproblem.
Also wenn ich eine ganz spezifische Herausforderung an diesem Projekt jetzt auf der technischen Seite will erwähnen, dann komme ich mit dem Beispiel Stütze 3, mit dem Verschiebechassis. Wir haben dort das Konzept von einem 3-Bein. Wir stehen in diesem Loch, weil wir Stützen fundieren müssen von der neuen Seilbahn, vom Abschnitt Mürrenberg. Das ist die einzige Stütze in diesem Abschnitt Mürrenberg. Und die bringt rechte Lasten und das haben wir hier mit einer tiefen Fundation auf den Fels müssen bringen. Und darum stehen wir in diesem Schacht. Genau. Für die Stütze 3 zu montieren haben wir einen Oberdreierkran gestellt mit Helikoptermontage, der eine Gesamthöhe von 60 Metern hat, dass wir die Stütze effizient und sicher montieren können. Also jetzt im konkreten Fall jetzt am Schildhahn haben wir sicher eine extrem schwere Stütze, weil man einerseits auf der ersten Sektion und auf der zweiten Sektion je Stütze gespart hat. Das bedeutet, wir müssen höher bauen und haben mehr Ablenkung auf der Stütze. Und je mehr Ablenkung dass wir auf der Stütze haben, also Seilablenkung, desto grösser werden die Seilschuhe. Und entsprechend haben wir da relativ grosse Dimensionen. Also wir reden hier von Seilschuhen, die um die 25 Meter lang sind. Ich glaube, die Stütze hier ist ziemlich ein Novum auch für Garaventa. Das ist eine 3-Bein-Stütze, das heisst, die ist nur auf 3 Punkten fundiert. Die kann man jederzeit justieren. Das heisst, wenn sich der Hang unter dieser Stütze, unter der Fahrbahnachse fortbewegt, dann können wir eigentlich den Mast zurückstellen. Jetzt sind die Sättel da. Jetzt ist bei der Schulter schon ein relativ grosser Stein weg. Wir haben jetzt die Stütze zu 99% montiert. Die schweren Sättel sind da. Wir sind auf Kurs, ja. Wir haben das erste Baujahr Hindernis und es hat sehr viel Arbeit erledigt werden in dieser Zeit. Bis zum Ende der Bautätigkeit wünsche ich mir in erster Linie einen unfallfreien Bauverlauf und wir werden alles daran setzen, dass es so gelingen wird.